Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich habe einfach Lust, ein bisschen zu experimentieren, und zwar hätte ich ganz gerne Lust mal auf granulierende Farben. Ich habe mir heute ein Papier aufgespannt von Hannemühle, ein Bambuspapier, das ist tatsächlich mal Mix Media. Ich will mal schauen, wie die granulierenden Farben darauf funktionieren, die ich so habe. Und ja, ich will Flächen machen, unterschiedlicher Art. Es ist heiß und deshalb passt das ganz gut, einzelne Flächen nur zu bearbeiten. Und dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn es schnell trocknet. Ich muss mal eben gucken, ob ich hier noch mal ein bisschen... Nee, ich bin schon auf der letzten Stufe mit dem Licht. Es sieht mir irgendwie so dunkel aus. Vielleicht kommt mir das aber auch nur so vor. Na gut. Ja, ich fange jetzt einfach mal an und mache ein paar Flächen. So, ich habe mir ein paar Farben rausgesucht. Ich werde hier einmal heute mit dem super granulierenden Vulkan Violett von Horadam arbeiten. Das habe ich mir hier auf so eine kleine Palette gemacht. Dann habe ich noch von Victoria ein granulierendes Violett, was ich nutzen möchte. Dann gucke ich mal, ob ich noch ein Gletschergrün von Horadam nehme. Und ach, ich schaue mal. Ich verlinke euch die Farben, wenn, unten in der Videobeschreibung. Und ich mache das jetzt einfach erstmal, indem ich diese einzelnen Felder erstmal richtig schön nass mache. Ich weiß am Ende noch überhaupt nicht, was aus diesem Bild werden soll. Ob das überhaupt was wird, keine Ahnung. Okay, also innerhalb dieser Grenze mache ich das nass. Richtig schön glänzend, ihr seht das. Und setze jetzt einfach mal ein bisschen Farbe hinein und lasse es laufen. Und ihr könnt schon erkennen, wie wunderbar diese Farbe sich auftrennt in einen Violettton und so ein Weinrot Braunton. Und ich lasse das jetzt einfach mal für sich arbeiten. Gucken, vielleicht habe ich mir auch genau heute das falsche Papier ausgesucht. Weiß man nicht. So, dann werde ich hier noch mal so eine Fläche machen. In dem Farbton. Erst Wasser. Dann nehme ich doch noch mal ein bisschen konzentriertere Farbe. Schauen. Ja, ich werde die ganzen Farbflächen ein bisschen unterschiedlich jetzt mal
versuchen auszumalen. Ich experimentiere ein bisschen. Ihr seht das schon mal auf einer sehr nassen Fläche. Gleich kommt auch noch mal die Farbe ein bisschen direkter ins Spiel, ein bisschen trockener. Ich werde mal Wasser reintropfen lassen und so versuche ich die Flächen unterschiedlich einfach mal zu gestalten und schaue einfach mal, wie die Farbe reagiert und was da so passiert. Der nächste Farbton, der jetzt ins Spiel kommt, ist ein Gletschergrün, nennt sich das, auch von Horadam. Das trennt sich auf in so ein grün-blau-Ton, also grün nicht, eher Blauton, und auch in diesem ist wieder so ein Violettfarben drin, deshalb passt das ganz gut zu dieser Farbe. Es wird eigentlich von den Farben her tatsächlich ein eher unruhiges Bild, aber ja, ich habe dieses Bild jetzt einfach als Experimentbild mal betrachtet und geguckt, okay, was passiert denn da? Ich habe wirklich über viele, viele Tage an diesem Bild rumgemalt, mit vielen Pausen. Und ja, das kommt dann mal dabei raus. Ja, und nun noch die letzten zwei Farben, die in diesem Bild in Einsatz kommen. Dies ist ein granulierendes Violett von Victoria. Auch eine sehr schöne Farbe, trennt sich nicht so ganz in irgendwas auf, aber granuliert wunderbar und hat da auch sehr schöne Effekte durch. Und ganz zum Schluss kommt noch ein Farbton hinein. Ich wollte dann später noch mal ein bisschen Ruhe reinbringen und der Farbton nennt sich dann Macaron, auch von Victoria. Das ist auch so ein schöner Grau-Blau-Grünton, passt dann auch ganz toll dazu. So wie hier habe ich jetzt manchmal auch nur mal mit dem dreckigen Pinsel gemalt, ne? Da ist jetzt noch dieses Violett drin und tupfe jetzt einfach noch mal so ein bisschen mehr Farbe hinein. Habe da jetzt nicht rein klares Wasser genommen, sondern einfach das, was im Pinsel war.
Ein neuer Tag und weiter geht es. Ja, hier habe ich mir ein wunderschönes Gold geschnappt, auch von Victoria. Und ich werde jetzt sämtliche Felder eingrenzen mit diesem Goldton. Dazu nehme ich hier auch meinen schönen dünnen Schriftenpinsel von Bösner. Und ja, mache, wie gesagt, erstmal diese Einrahmung der Felder und werde später dann noch die Kreuzungen, das werdet ihr sehen, ein bisschen abrunden. Ja, und nun fange ich an, auch noch verschiedene Felder mal, verschiedene Muster in den Gold hineinzusetzen. Später werde ich auch noch zu den Acrylfarben greifen und da auch noch mal so ein paar verschiedene Muster hineinsetzen. Und ja, wie gesagt, dieses Bild ist über so viele Tage entstanden und jedes Mal, wenn ich drauf geguckt habe, ist mir was Neues eingefallen, was ich dachte, okay, du kannst das machen, du kannst das machen. Ist manchmal auch mal spannend, ne? Wenn man nicht so viel Zeit hat und einfach nur mal guckt und wie sich dann so ein Bild im Laufe der Zeit einfach auch entwickelt. Bis jetzt sieht es noch sehr schön edel aus, finde ich. Wird sich noch ändern. Lasst euch überraschen. So, ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie vierte Tag jetzt das schon ist, an dem ich an diesem Bild arbeite. Ich bin momentan ein bisschen energielos und daher habe ich mir tatsächlich das mal ausgesucht. Da kann man immer mal so Stück für Stück arbeiten, ne? Ja, ihr habt jetzt die Fortschritte gesehen, bis dahin sind wir gekommen. Jetzt habe ich mir noch mal so ein paar Sachen ausgesucht
um ein paar Markmakings oben drauf zu machen. Ich habe hier so einen schönen Wachsmaler, der passt nämlich von der Farbe her super dazu. Dann habe ich mir zweimal nochmal Buntstifte rausgesucht von Wuma und ein Acrylstift, mit dem werde ich dann auch nochmal so ein paar Mark setzen. Ja, keine Ahnung, das ist so dieses Bild ändert sich von Mal zu Mal in dem, was ich vorhabe. Ist manchmal so. Mal gucken mal am Ende, was bei rauskommt und ob es mir dann noch gefällt oder ob ich sage, naja, gut. So, jetzt fange ich hier erstmal mit den Wachsmalern an. Mal gucken. Ich finde so das ganz schön, nochmal so eine andere Struktur hier drauf zu kriegen. Ich weiß dann nicht, ob es nachher der richtige Impuls war, den zu nehmen. Gucken wir mal. Ja, jetzt spontan würde ich erstmal sagen, nee, ist nicht das, was mir gefällt, aber jetzt ist es drauf. Mal schauen, wenn ich das jetzt ein bisschen mit dem Wattestäbchen verreibe, ob es besser wird. Tja. Das ist immer das Problem, ne? Wachsmaler kann man so schlecht rückgängig machen. Okay, jetzt ist es so. Jetzt sind sie drauf. Jetzt sind sie drauf und verändern das ganze Bild. Und ich werde es jetzt nochmal wiederholen an einer Stelle. Jetzt hier nochmal so ein paar. Ja, die haben es für mich jetzt gerade versaut. Von einem sehr edlen Bild zu einem, naja, mal schauen, was ich noch so werde, Bild. Aber nun nützt es nichts. Ist wieder so ein Lernprozess, ne? Vielleicht sage ich ja auch morgen, wenn ich drauf schaue, ach, ist ja doch nicht so schlecht. Okay. So, da habe ich das dann nochmal gemacht. Also ich muss sagen, diese Wuma sind wirklich toll. Die malen sogar über diesen Wachs hinweg. Das ist wirklich, das deckt, das könnt ihr vielleicht schlecht erkennen, aber es deckt es tatsächlich ein bisschen ab. Also das ärgert mich fassungslos. Da werde ich jetzt einfach noch mal versuchen, ein bisschen Gold drauf zu packen. Es muss ja nicht ganz weg sein, aber so, dass es nicht mehr so massiv ist. Scheiße. Funktioniert nicht. Es perlt. Okay. Perlt total ab. Aber das sieht ja jetzt auch spannend aus. Also perlt leider total ab. Dann müsste ich jetzt wahrscheinlich mit Acrylfarbe drauf gehen.
Aber hier so einen kleinen Innenrand kriegen wir hin. Und das sieht es doch dann schon wieder ganz gut aus. Oder ich mal hier mal rüber und guck mal an den Stellen, wo vielleicht noch so ein bisschen Papier durchschimmert, dass ich da die goldene Farbe reinsetze. Und das könnte ja wieder richtig spannend sein. Ja, so unterbrochen könnte es mir sogar wieder gefallen. Neben die Lilanen. Ein Experimentebild wird es jetzt. Es wird kein schönes Bild mehr, sondern ein Experimentebild. Okay. So, hier machen wir das gleiche. Wir ziehen es rüber. An manchen Stellen bleibt es hängen beim Wachs und an manchen nicht. Ja, ist auch ganz spannend. Ja, ich setze jetzt einfach mal die unterschiedlichsten Muster noch in die Felder hinein. Ich wechsle mich da bei den Farben ein bisschen ab, schaue, was passt, was ein bisschen Kontrast gibt. Manchmal bleibe ich auch in dem Farbton, das ist ganz unterschiedlich. Und ja, da bleibt es euch frei, euch kreativ zu entfalten, was ihr für Muster verwendet.
So, dann löse ich das Klebeband und ich löse es tatsächlich ohne Föhn, weil es sich schon so leicht abperlt vom Rand. Normalerweise sage ich euch ja immer wieder, nehmt einen Föhn zur Hilfe, ne? Auch in diesem Fall wäre es mir an einer Stelle jetzt fast kaputt gerissen, aber gut, dieses wird keins meiner Lieblingswerke, das will ich nicht verwenden oder mir irgendwo hinhängen. Deshalb, aber für euch, nehmt immer einen Föhn zur Hilfe. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, mir fehlte noch ein bisschen was. Mach noch mal einfach mit einem weißen Acrylstift ein paar kleine Marks drauf. Und das hat es dann tatsächlich für mich auch gut gemacht und vervollständigt. Und ja, nicht so viel, nur ab und zu mal hier oder da noch mal eine kleine Fläche mit einem Muster versehen. Ja. Und dann komme ich auch schon so langsam zum Ende von diesem Bild. Was heißt langsam? Es hat über viele, viele Tage gebraucht. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, lasst euch nicht davon zurückschrecken, wenn mal irgendwas nicht so klappt. Man lernt einfach nur aus den Dingen. Und im nächsten Bild macht ihr den Fehler dann wahrscheinlich nicht nochmal. Und wenn man jetzt so drauf guckt, ist es mit dem lilanen Wachs gar nicht mehr so schlimm, finde ich. Ja, dann bis zum nächsten Video. Macht es gut, ihr Lieben. Eure Melanie.